So, wir haben folgendes Problem. Und zwar haben wir jetzt den Keilriemen gewechselt. Und der Keilriemen quietscht. Nicht durchgehend, aber jetzt beim Starten zum Beispiel hier. Machen wir einmal das Auto an. So, da hat man ganz gut gehört, dass er ein Quietschen macht. Jetzt das Problem, wir haben 3 Stück, 3 verschiedene Keilriemen. Und mir ist aufgefallen, dass sobald ich die Heizung andrehe, also die Lüftung, kommt das Quietschen wieder. Okay, geiler Vorführeffekt. Es ist ganz oft, dass ich, sobald ich die Heizung andrehe, dass die Keilriemen quietscht. Ja, wie kann ich jetzt aber feststellen, ich werde es euch gleich nochmal zeigen, welcher von diesen 3 Keilriemen quietscht? Das zeige ich euch gleich. So, hier sehen wir jetzt die 3 Riemen. Ja, woher wissen wir jetzt, welcher der 3 Riemen quietscht? Das ist ganz einfach, sobald wir ihn laufen gelassen haben, können wir einmal mit der Hand fühlen, welcher der 3 Riemen extrem warm geworden ist. Durch die Werbung erwärmt sich natürlich der Riemen. Die Rollen selber können wir erstmal ausschließen, da wir beim Wechseln alle mal ein bisschen gedreht haben und geguckt haben, ob die quietschen. Die sind alle in Ordnung gewesen. Ja, sonst könnte man gucken, ob die irgendwie Steuerstellen aufweisen. In meinem Fall ist es hier der von der Klimaanlage. Müssen wir ein bisschen nachspannen. Das ist hier ein bisschen zu lose. Ja, wenn ihr eure Keilriemen wechseln oder spannen wollt, habt ihr einmal da unten eine Schraube, die müsst ihr lösen, beziehungsweise damit stellt ihr die ein. Habt ihr da unten eine Schraube, die müsst ihr lösen, damit ihr die Schiene bewegen könnt. Wenn ihr an diese Einstellschrauben kommen wollt, müsst ihr hier den Luftfilterkasten ausbauen. Dazu braucht ihr hier für die Schraube einen 30er Torx, eine 10er Nuss für die 2 Mutter und hier eine 8er Nuss für die Stelle vom Luftmassenmesser. Zum Lösen dieser Schraube eine 14er Nuss und zum Einstellen eine 12er Nuss. Dann habt ihr hier eine Schraube zum Einstellen. Dazu müsst ihr die Mutter da unten vom Rad lösen. Zum Einstellen dieses Riemens braucht ihr zweimal eine 14er Nuss. Und auf der anderen Seite habt ihr hier 2 Schrauben. Einmal die obere hier und die untere. Für diese hier eine 12er Nuss, für die untere eine 14er Schlüssel. So, wenn wir alles eingestellt haben, dann überprüfen wir nochmal, ob jetzt alles klappt. Siehe da, kein Quietschen. So einfach ist das. Bisschen aufwendig, bisschen Quälerei, aber es geht. Bis zum nächsten Video.